God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not then, said the angel, let nothing you upright. This day is born a Savior of our pure Virgin bride, to free all those who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all others doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Uit de himmlisch voor wie danken die. Herre, för det går nu rätt vad de har sig berast. Och då de kommer till hans frimjang från det sin, till hans loskommen från det låsen och i vad vi levde där, och de måste hans eviga leben geben. Vi danken dig för det. Och Herre, vi beten nog från det, wenn die Hermi was brauchen, zum die Botschaft bringen. Herre, dort die möchtest uns nach Worten geben, möchtest die dein Wort an uns Worten anplanen, dass wir können annehmen, und dass wir diese frohe Botschaft wirklich persönlich haben. Und Herr, dort nicht bloß wieder mag uns bleiben, aber dort die ganze Welt, die Umgebung Romans, der soll das erscheinen nur recht auch hier. Der beten in Jesu Namen. Amen. Good morning zu allen. Ich freue mich, waar te zijn van jeder einer, der gekommen ist, und ich freue mich auch, dass ich darf die Botschaft hier bringen. Ich hatte lang mehr Schluck geholt gestern, meine Botschaft nicht fertig gekriegt, muss ich die nu noch fertig machen. Nicht wie ich fertig, deswegen, was ich gut wird. Nee, du wird andere Dinge, was du nicht so schaffen, als was ich will. Aber dann hat wir bloß sein, auf was davon zu denken, und dann fertig war ich nicht so. Ich habe mir Botschaften gewählt, zwei Botschaften, die ich will bringen, von Jesus Sien Kommen. Von der ein, und dann nächsten Sinn noch das andere. So von der ist Poat ein. Und so, ich hoffe, ich kann irgendwo rüberbringen, was uns was halten, was uns was fertig bringen kann, oder was einen Unterschied machen für die Zeit, wo wir beim leben. Von der will ich die Botschaft da nicht, so soll ich was rüberbringen, was uns gerade nu was, da wird uns was halten, aber der nächste Sinne wird viel mehr sein, was uns was in unserer Zeit und so wieder halten. Aber ich will sein, was rüberbringen und uns dadurch Gedanken abwirken von der Zeit, wo Jesus kommt. Das erste Mal, als er kommt, wenn wir wissen, dass er kam in diese Welt an, aber er wird noch einmal kommen. Das sind zweimal von was Jesus wird kommen. Einmal ist er gekommen und er wird noch kommen. Und von der will ich da kicken und das kommt von nu. Und wir haben all gute Botschaften gehört, eine Serie von Botschaften über Charakter, Jubel und Singen von Pastor Henry. Was sehr schön wird, und da haben wir nie Gedanken, frische Gedanken an mich abgewehrt von über das ganze Denken. Ich hatte viel geredet. Weil so die drei Kirchen in meinem Leben dann auch in sein, von wo ich gekommen bin, wo ich hergekommen bin, bloß weil es was Jesus getan hat. Und da will ich frisch kriegen, auch nie Gedanken kriegen, auch nie jubeln und Leute in meinem Leben ab, wo ich frisch mal, da in meinem Leben wirklich nicht checken, da mich freuen, für diese Weihnachtszeit und für den Erlöser, was gekommen wird. So, Dankeschön, Henry, für das. Und wir haben noch drei Personen, wo wir sein werden, wo ein Erleben dort einen Unterschied gemerkt hat, dass Jesus kommt und wo sie Frau werden.
Und dort ist schön, wenn da kann sein für Menschen. Und wird bis hier sein, dass viel mehr Menschen auch bei dem Punkt kommen, nicht so, dass die wirklich können froh sein und auch können diese Friede haben. Und so soll ich sagen, wir wollen von der erste Poat von Jesus Sien Kommen bekennen ein bisschen. Und wenn wir kijken dan durch die Bibel, da wird over durch veel jaren wird gesagt worden, dass Jesus wird kommen. Und er sind 3 Dinge, wo ich von dir will ein bisschen kijken. Und das erste ist Antwort versprechen, von Antwort geprophezeit. Und die Zeit kommt, dass er in dieser Welt nicht kommt. Und das erste will ich kijken, das Antwort versprechen, zu 3 Personen besonders, wo das Volk Israel sehr hochheben deut, sehr hochholen deut. Und da wird auch Gott will, dass wir einfach was wird. Und dort sind gleich Abraham, Isaac und Jakob. Sie werden die 3 Stammführer sozusagen, wo das Volk Israel durch die ganze Zeit von Abraham oder die schon Volk geben deut, immer sehr noch schicken deuten und sehr hochheben deuten und so weiter. Ganz bei Jesus in der Zeit und noch Luther von der und nach wird immer die Stammführer genannt. Und dort, wo wir wollen kijken. Ik wil eerst een beetje kijken waar hij versproken wordt. En ganz besonders, dat, wo Jesus versproken wordt, dat hij wordt een zegen zijn voor de ganze Welt. Voor de mensen. En waar hij te Abraham eerst maar roepen deed. En waar hij dan voor hem dat verspreken geven deed. En we waren van jou nog veel Bibelversen bekijken. En ik had dat gepland, ik wilde dat een slideshow doen, dat jeder kan dat metlezen, dat je niet zoveel durven naar hem doorbladeren. Maar ik hoop je komt met, ik wil verzekeren dat een beetje geduldig te doen. En dat we worden alle metkomen. En nog veel informatie wordt van jou komen. En in nächsten zin waar we dat zijn, top te brengen was het en dat fertig te maken. Maar ik wil gleich met een Bibelvers aanvangen, wat je in je bulletin hebben, uit Johannes kapitel 1. Maar ik wil van jou van saß daar auf, einmal een klein beetje, einmal feier daar auf, nog einmal een beetje checken, en dan willen we van jou weer gaan. En dat zeg je, is dit, Johannes schrift hier, zegt, de redt van Jezus, hij zegt, een arm wird leven, en dat leven wird dat licht voor de mensen. Dat licht schijnt in diesteren, aber dat diestere haft dort nicht verstaan. Durch hem een man van God geschickt, da hat Johannes, der sagt ihm, von dem Licht zu reden und zu zeigen, dass sie dadurch alle so zum Glauben kommen. Er wird nicht dort Licht, er wird geschickt, nur dort Licht handzuweisen. Dort wird dort wahrhaftig Licht, dort für alle Menschen scheint, die an diese Welt kommen. Er wird an dieser Welt, in der Welt wird dadurch angemerkt, in der Welt scheint ihm nicht. Er kommt nur dort sehen wir, aber dort sehen wir, nehmen ihm nicht ab. So wir sehen hier, Johannes, er schreibt hier von Jesus, wo er in dieser Welt nimmt, wo er in dieser Welt leben wird, und dass er das Licht soll sein für diese Welt. Aber erst fangen wir an, dass die Welt, die Diestre nimmt das Licht nicht an. Und wenn wir checken dann noch an den Auftragvers, da sagt er, kein, nur das sehen wir, aber das sehen wir, nimmt ihm nicht ab. Man redet für keinem nur das Singen nimmt er nicht ab, redet er besonders ganz krank an das Volk Israel gedacht, wenn sei wir das ausgewählte Volk von Gott, so ist was er durch Abraham, Isaac und Jakob auch versprochen hat, über den wird Jakob Israel genannt. Und das war er dann auch, und er kam ganz besonders für dort, aber auch für alle Menschen. Und so, wenn ich in die Bibel mithaben, dann weil wir um ein bisschen kijken in 1. Mose Kapitel 12, 1-3. Das ist, wo Gott Abraham rauben deed. Dat sage ich jetzt. Und der Herr sagte zu Abraham, verlot dein Land, dein Lied, und dein Vater sein Haus, und geh in ein Land, das ich dir wiesen war. Ich war von dir ein großes Volk machen, und ich war die segnen. Ich war deinen Namen weit bekannt machen, und du warst ein Segen sein. Ich war die segnen und die segnen. En ik wil een vloeg op die brengen, die een vloeg op die brengen. En durch die worden alle Feldja bei ihr gesegnet worden. So ganz am Anfang, was Gott sich Abraham al roepen deed, dann fing wieder an, dass wo Moses hier nu von schreiben hat, dass er seht, durch die, wo ich ein Volk merken, und durch die wird wir kommen, wo durch die ganze Welt wird gesegnet worden. Er redet von Jesus. Und dann fingen wir, das nächste,
En 1. Mose 18, 16 durch 18, du sagst, da mögen die Männer sich ab im Weg von dir. Und Abraham denkt ein Ängstje mit, ob eine steht und checkt in seine Sodom abtau. Und der Herr doch, soll ich dort von Abraham holen, was ich daunen war? Wann hij doch wordt een groot en een sterk volk worden en alle Völker aber ihr, der gesehen worden. So hier redet Gott so zu sein. Er sagt, ich habe mir diesen Abraham gewählt, er soll ein großes, besonderes Volk werden, durch soll alle Völker gesehen worden. Soll ich das große Ding, was ich will tun, zu Sodom und Gomorra, zurückholen? No, hij wordt anders zijn. Aber anyway, wat ik hier wil uitbrengen, waar zijn we, wo alle Völker zullen durch gesegnet worden. Hij redet waar van Jesus, das Sehen, wat wordt komen. En dan het nächste hebben we 1. Mose 22, 18. We hebben hetzelfde gedacht, durch die noem worden alle Völker bij ihr gesegnet worden. Willst du nur mich horchen deit? So hier kommt Gehorsam nennen. Willst diesen Gehorsam, deit Gott sich Abraham wählen und sagen, durch den nur kommen worden die Menschen gesegnet worden. So das hier haben wir bis wat Dinge hoch sich durchnehmen. Und das nächste haben wir, wo halt zu Isaac reden wird. Abraham sehen, Isaac wird dann geboren wird, dem wird versprochen wird. Und so wie hier in 1. Mose sagt, finde ich 3 durch 5. Blieb als ein Fremder in das Land und ich will mit die sein und die sehen, ich will die in die nu kommen, das Land geben und ich will meinem Eid, den ich zu deinem Vater Abraham geschworen habe, ausführen. Ich will die so viel Nukommen geben, als die Sterne zum Himmel sind, und ich will denen Nukommen diese ganze Gegend geben. Durch denen Nukommen waren alle Völker bei ihr gesegnet. Das ist wegen Abraham meine wird gehorcht und heu mein Gesetz und Vorschriften hält. Wahrer sagt Gott, wegen Abraham sein Gehorsam, was ich versprochen habe, dem Sehen, wo alle Völker, große Volk worden, wo der ein Sehen kommt, hat wahrer zu tun, wie es horchen der Gehorsam wird. Und dann fängt wie Jakob, in 1. Mose 28, 14, wo Gott zu ihm reden wird, oder durch einen Engel, durch einen Traum, was er hat, in diesem Fall, da sagt er, die nur kommen wollen, so viel sein, als der Stoff bei ihr, und die wollen sich vom Westen zum Osten, von Norden zum Süden verspreiten. Alle Völker bei ihr worden durch die, in die nur kommen, gesegnet sein. So war er versprach hier, dass er ein Segen sein. Und kommt durch Jakob hier. Wieder an 1. Mose 49, Vers 10. Du versprach hier, dass sie ein König also als auch Jesus, der ewige König, dass der Wort hier durch Juda kommen. Er sagt, der Königsstab wird nicht von Juda genommen, seine Regierungsstab wird nicht verschwingen, der Reichsschuld ja kämpft, dem wollen die Völker ehren. So hier kämpft wo Rüd bringt er über dem, dass Jesus auch wird der König sein und die Völker wollen am ehren. So wie fängt war hier das Versprechen. Hier wird Versprechen. Er sagt, der Wort einer kommt, durch wem die Völker wollen gesehen worden. Er verspricht zu Abraham, er verspricht zu Jakob, und er zu Isaac, und er verspricht zu Jakob. Und das sind die 3 Stammführer, wo die Volk Israel sehr hoch hat, wo sie sehr hoch abchecken deuten. Sie lügen immer noch das Versprechen, wo hier von reden deut. Sie lügen noch immer noch den Segen, wo er noch wird kommen. Sie lügen nur den König, wo er niemand wird abhören, der wird immer wird sein und wo die Väter würden ehren, das lügen sie noch immer noch. Die Juden checken immer Pferde weiter noch. Und ein interessantes Ding, wo ich hier klein bisschen anhören ist, ist Jesaja 51, Vers 1 und 2. Durch das Jesaja auf einmal hier, so wie wir all von den Dingen in Erfüllung gegangen sind. Und du sagst es, horch einmal mit mir, die ihr reich handeln, und sich für den Herrn bemühen. Check einmal nur den Stein, von wonen die rütgebettelt sind, und nur das Loch, wo die rütgegerufen werden. Check einmal nur Abraham, jenen Vater, und nur Sarah, von der je aufstammen, die werden allein ohne Nachkommen, als ich am raubt. Aber ich segen am und hab am viel, und hab von am viele gemerkt. So ich sage, ich habe einmal zu Jesaja, ich habe einmal zu Israel gesagt, und ich habe mir 3, jeden vor Abraham, dem wird Jesus sei hochholen, da wird ein Stein so zu sein. Da wird kein Leben sein.
Und bei denen raubt ich mich. Und er sagt, ich habe mir nur das Loch, wo ich am Harütjes bettelt in den Stein, und habe von dem Wort gemerkt. Und er sagt, und ab ein, wenn wir kicken dann, er sagt, ich habe mir nur Abraham, die nun Führer, nur Sarah, von wo ich komme, die wir noch allein ohne nur kommen, als ich am raubt. Und dann sagt er, aber ich segen ihm und habe von ihm Fehler gemerkt. Dann sagt er, kijk maar hier, dat verspreking wat ik al geven deed te jullie voeraars, nu kijk maar hoeveel die al zijn. Gott ist nicht ein Gott, der sein Versprechen nicht holen hat. Er hält dort und er hat dort all getan und die kann eigentlich wieder kicken oder Versprechen, was er noch wird kommen. Er hat einmal Moment dat Gedanken abwägen, was er hat. Und nu jankert mich von hier übergehen, so hier wieder Versprechen, nur die Prophezeiung und Erfüllung so zu sein. Und ich wollte immer kijken wat je prophezeit is, wat je erfüllt is. En met dat wil ik hier alle je Bibelversen, die wil ik übergehen en kijken. Prophezeiungen und erfüllt immer. Und erstens haben wir in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, du sagst, es ist das, na? Der Herr, den ich dein, wird uit sich selbst ein Teken geben. Check einmal. Eine Jungfrau wird schwanger und wird ein Junge haben und sie wird dem Immanuel nennen. Jesaja sagt, was passiert. Was haben wir in der Zeit noch gekickt, wenn wir denken dann an Weihnachten, was jetzt vorbei ist. Wir haben jetzt gesehen, wir haben die Geschichten betrachtet, auf verschiedenen Städten, wo Botschaften, und hier, wir brauchen dann auf Henry von Gerät, die Jugend hat dort hier ein Programm für gespielt, und ich sage, wir sagen, ja, andere Botschaften auf verschiedenen Städten, vielleicht on YouTube, Facebook, WhatsApp, irgendwo ihr hören, wo ihr diese Geschichte haben, auch gesehen wurde, dann New York entwickelt ist. So, in Matthäus 1,23, sagt er, es ist einmal, eine Milliarde wird schwanger sein und wird ein Sehen zur Welt bringen, dem wollen sie Immanuel nennen. Dort mein Gott mit uns. Und wir haben gesehen, dass das wirklich wird. Was ich will haben, als der Fall Israel, aus sein Leben, dass Jesus kommt, wo sich dort Versprechen und die Prophezeiung für ihre Augen entwickeln. So, Jesaja sagt, da wird passieren, da wird eine Milliarde, wird ein Junge haben und sie wollen am Immanuel heim. Und Matthäus, nu fängt wie das passiert. Der Engel, wenn wir kicken dann an Lukas, da kommt der Engel und Maria ein, in den ersten Kapitel, vielleicht 23, du so, und sie fragt, wo wird das worden? Und dann sagt der Herr, jetzt wird über die kommen. Das wird aber passieren. Und dort entwickelt sich Krieg so verehrt. Dann haben wir das andere Ding, als Micha, Kapitel 4, Vers 1 sagt, aber du Bethlehem, mangt der Ephratita, wenn du auch ein von den kleinen Familien an Juda bist, von die wird die kommen, der über Israel der Lehrer sein wird, heißt die, dem sein Anfang und sein Aufstammen von lang her gewasst ist. Hier soll wir auch, dass wir aus Bethlehem kommen. Und wenn wir gucken, wo war Jesus geboren? Wenn wir Lukas 2, Kapitel 2, Feier der Saas kicken, dann sagt er, dann ging Josef von Nazareth nach Galiläa, nach Bethlehem in Judäa, weil sein Stammvater, der König David, geboren wird, um sich mit Maria, der ihm anvertraut wird, anzuschreiben zu lassen. Sie wird schwanger und gerade als sie in Bethlehem werden, kommt die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen soll. Wahre, Micha prophezeit, er wird in Bethlehem sein, und das passiert. Er wird in Bethlehem geboren. So war wir sein hier und unbedingt, dort entwickelt sich für ihre Augen. Jesus Sien Kommen, Versprechen, geprophezeit, und das kam Kjoakj so für ihre Augen. Der nächste haben wir in Jesaja 61, Vers 1 sagt, Gott dem Herrn sein Geist ist auf mir gekommen, dort ich dort daunen kann, wo der Herr mich gesalbt hat. Er schickt mir nur die Lieden, dort ich ihm eine gute Nachricht bringe. Nur die durch was schwören können, dort ich am Mut zuspreche, dort ich die festgenommene sei, sie können loskommen und frei werden von dort, was anbringt, geprophezeit. War im Alten Testament, Jesaja sieht. Das, wo der Messias wird sein. In anderen Lukas 4, Kapitel 4, 18, 21, hier redet Jesus selbst.
Hier ist er geboren, hier ist er gekommen. Und er sagt, dem Herrn sein Geist ruht auf mich, weil er hat mich gewählt. Der Arme das Evangelium zu predigen, er hat mich geschickt, der mit ein gebrochenes Wort zu heilen, der Festgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind, und die Blinde, dass sie sein können, und die unterdrückt sind, frei zu stellen und zu sagen, dass Gott sein Gnadensjahr ist, Gott sein Gnadensjahr gekommen ist. Da mögt er das Buch tau und juift dem deiner dort drei und sah sich doel. In alle Mann, der an der Schule, in alle Mann, der an der Schule checkt, nur arm. Und er sagt zu ihm, von der aus diese Schrift erfüllt, so als die hier haben. Jesus selbst zeugt von sich, aus der Prophezeiung an Erfüllung ging. So das ganze Volk Israel und all die, was die Zeit leben deiden. Und so sind er viele andere Prophezeiungen. Ich denke, was ich kijken kann und finden kann, du sind 55, und vielleicht auch noch viel mehr. Du sind irgendwie 300 Prophezeiungen, was sie glauben, was sie sind. Und du sind 55, was sich direkt zu Jesus in der Zeit erfüllen deiden, was ich finden kann. Alle, wenn ihr kijken jetzt hier, dann fangen wir, was sich dort entwickelt hat, als Jesus gekommen wird. Dann checken wir hier, du seid ein Teil. Was sich alle fördert Volk Israel, die wollen einen Messias lernen. Die wollen Jesus lernen, dass er soll kommen, für ihre Augen. Da, was er versprochen wird, wovon ihr prophezeit wird, ging für ihre Augen an Erfüllung. Und was sagt Johannes? Er kam nur das Sehen, aber das Sehen nahm ihm nicht ab. Warum nicht? Jesus kam, wo sie nur lernen. Sie haben Versprechen gekriegt, durch erfuhr Abraham. Die Propheten haben geprophezeit. Sie haben dort, sie wussten dort, nur was sie kicken können. Und für ihre Augen entwickeln sich dort. Und sie nehmen ihm nicht ab. Die meisten nicht. Du wirst viel, was sie deuten, aber die meisten deuten nicht. Und wir haben viel Prophezeiungen, was du dabei wirst. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament sagt, dass Rachel, dass ihre Kinder, ihre Kinder, weil sie nicht trösten lassen. Warum? Und Luther erfällt sich da, wenn König Herodes hat Angst, dass die Weisen gekommen wären, und sehen, du bist nie geborener König, und dann hat er Angst, und dann wird er viel Kinder anbringen. Für ihre Augen, und schreckliche Ding, was geprophezeit wird, entwickelt sich zu ihrer Zeit für ihre Augen, aber sie verstanden nicht. Sie unerkennen da noch nicht. Und so sind verschiedene Wege, wo sich das entwickeln wird, aber sie nehmen nicht an. Wird versprochen, geprophezeit, und erfüllt für ihre Augen, der ihr Leser verehrt. Wenn wir kijken dann an Matthäus Kapitel 16, 1 durch 4, wenn ihr die Bibel mit haben, weil wir mal haben und du klingt besser kijken. Hier ist Jesus, er hat genutzt diese verschiedene Menschen geheilt, er hat 4.000 Menschen eten gegeben, genutzt. Und dann sagt das das. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen nur an, auf die Probe zu stellen. Und frühen sei nur ein Teken von Himmel. Und seine Antwort wird, wenn dort oben Wort sei, da wird scheine Wahrheit sein, weil der Himmel ist rot. In Samaria sei dort die Schrift, in Samaria sei dort trefft mit Sturm, weil der Himmel ist rot und dunkel. Die Heuchler, die kann dort wahrer dienen, nur aus dem Himmel zu sein ist, aber die Tekens und die Tit und dienen kann die nicht. Das ist eine böse, hebräische Generation. Dort nur ein Teken sehe ich, aber an soll ein Teken gegeben werden, bitte das Teken von Jona und ein Leid an dabei. So, er sagt, ihr habt jetzt viel getan und war auf uns ein Teken. Das sind Tekens, nur Tekens, was sich für ihre Augen entwickeln. Was sich für ihre Augen aufmerken dann. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Gefangenen frei zu merken, die Lohme gehen zu merken und so weiter. Und was passiert zu der Zeit, als Jesus auf diese Erde wird? Das selbe Ding.
Das passiert. Das ging an, das wird wirklich beernt. Und dann kommen sie und fragen sie nach einer Wara, nach einer Meier, einer Meier. Wie viel mehr Täten, glaube ich, wird das gebracht haben, die Täter des Volk Israel, um das anerkennen, dass das der Erlöser wird. Wir finden in der Bibel, dass er wird eine Stall sozusagen geboren worden, das passiert. Wir finden, wenn wir Luther kicken, dann, dass das Wort von ihm prophezeit, wo er wird gekriegt worden und was wird passieren. Zum Beispiel Judas mit seinen 30 Silberstecker und all die Dinge. Das sind so viele Dinge, was die prophezeit werden. Und sie fangen dort wahrer und wahrer und wahrer und sie früher noch mehr Tägens. Sie wollen noch ein Ding mehr sein. Noch ein Ding mehr, noch ein Ding mehr. Niemals wird das genug verehrt. Und hier ist das in Johannes 4, Vers 11. Da sagt Johannes erstlich, das Licht kommt in diese Welt nennen, Diesteren an zu sein, die Welt wird Diester und verloren ohne Jesus. Aber das Diester hat das nicht verstanden. Die Tiet besonders, die verstehen das nicht, was angehen wird. Sie werden blind zu den Dingen, was passieren werden. Weil sie werden selbstsüchtig, selbstverständlich. Und sie können nicht einmal trägchen, was wirklich passiert wird. Sie kicken nicht einmal, ich frage mich, wie viel von den Tiet haben sie mal wirklich trägekickt und gespannt um sein. Okay, das ist ich an Gottes sehen, ich an der Rade, ich an der Messias, wo wir nicht lernen werden. Das sind die Dinge, die passiert sind. Nu wollen wir mal trägen in Alten Testament, und wollen wir mal prüfen. Stimmt das? Unsere Propheten haben gesagt, stimmt das? Der einzige Stelle, wo ich weiß, wo sie trägen und checken, das kann so sein, und wenn ich daran denke, dann kann ich nach wahren Menschen nicht glauben, noch verstehen, dass sie das nicht würden annehmen. Da wird aus der Wesen kommen, die nur Herodes und sehen, hey, weißt du, wie segnen den König von den Juden? Was passiert? Herodes raubt sich wem? Er raubt sich die Schriftgelehrten, die Schrift kann, die nu sagt, was sagt die Bibel über dort? Was sagt die Schrift dort? Ja, die Schrift sagt, was in Bethlehem geboren wird. Und die lesen gehen über den durch, sie fangen Jesus und sie fangen Salz. Und sie sauen Salz, was die Schrift in Erfüllung gegangen wird. Und bei was Jesus ihr startet ja auch werden, alle werden die Ende predigen, reden, dann mögt das auch nicht sein. Wo deut wird das heute gegangen beernt? Wo viel Verständnis haben sie selbst rückgegangen? Selbst haben sie untersucht, in welcher Zeit 3, wo soll das Kind geboren werden? Weil das soll in Juda, in Bethlehem geboren werden. Herodes schaut doch an, wenn er das Vertrauen auf das hat und er will sicher merken, dass kein Kind wird kommen. Aber Gott hat einen anderen Plan und er hat eine Prophezeiung, dass aus Bethlehem, aus Ägypten, wo ich mich sehen, rauben will, als das passiert, dann kommt der Engel nur Josef danach und sagt, er soll wegreisen will, Herodes kommt, um die Kinder umzubringen. Und er moved nach Ägypten und Luther kam bei 3. Das ist auch eine Prophezeiung, was ich in Erfahrung konnte. Aber hier sie sagen, sie haben selbst gesagt, selbst untersucht, und den Herodes den König dort gesagt. Und danach, alle haben sie gesagt, wo in Bethlehem ein schreckliches Ding passieren wird, vor ihre Augen. Und all diese anderen Dinge, wo ich auch von geredet habe. Und danach werden sie stumpf. Und anerkennen und nicht, dass Jesus kommt. Hier ist mal ein klein bisschen, gucken, was Johannes geschrieben hat, da wird ungefähr 95 Jahre Luther. Und mir wird das aber immer interessant daran zu denken, Johannes schreibt hier von was er gesehen und erfahren hat. Was er sagt, sehen wir, nehmen das nicht ab. Er redet von Israel und er redet von der ewige Poat. Von der Welt. Wenn Jesus wird gestorben, ungefähr 33, so, und Johannes, ich weiß nicht mehr, wie alt er wird gewesen, aber ungefähr hier nur Christus schreibt er das. Und er hat das ganze Bild gesehen. Johannes, als er das geschrieben hat, er sagt, das Leben, und am wird leben, und das Leben wird das Licht für die Menschen, er wisst. Johannes wird einer, der das gemerkt und gesehen und erfahren hat, was angehen wird. Er wird mit Jesus taub gewesen. Er hat das gesehen, dass das Licht in dieser Nennkäme in dieser Welt, was dieser wird. Und er hat auch gesehen, dass er das nicht annehmen wird, die Mehrheit. Besonders das Fall Israel zu der Zeit.
Und hij schrift ook van die Johannes den Dieper, wat du geprophezeit wird, der wird kommen, ein Wahrheit zu merken. Für diesen Erleser. Hij schrift Lothar in den 2. Kapitel, wo er wiesen hat, er sagt, kijk mal, das ist das Lohn. Du hast dort, mehr den Mann kühnt, was die Welt ihre Sinn wird machen. Johannes weist du an. Er redet auch von ihm. Er weist du auch, wo die Prophezeiung du auch in Erfüllung kommt. Für ihre Jugend. Je waren niet vielleicht fragen, waarom zoveel Informationen über Israel? Wat ik wil gaan, ik wil ons versuchen abzuwirken. In nächsten Sinne will wir uns kijken, wen. Nu haben wir gesagt, Jesus kam für eine Ursache in diese Welt nennen. Und dort wird die Welt zu leben. Die Welt von ihrer Sinn frei zu machen. Er kam in diese Welt nennen, wegen mich und dich. Er kam in diese Welt nennen, wegen Charakter der Menschen, die dort leben und für dem gelebt haben, als was er kam. Er kam, uns zu raten, uns frei zu machen. Er kam, dort, das sagt, dem 24. zu uns all sein, dass wir hier auch, was wir hier finden, dort haben wir das Licht, die Wahrheit und das Leben. Er kam, Licht, Wahrheit und Leben zu geben für die Menschheit. Aber die Menschheit versteht das nicht, die nimmt das nicht an, freut sich so. Im nächsten Sinne, weil wir zurückkommen, und dann werden wir gucken, nur das verschiedene Bild von Jesus kam noch einmal weiter. Die Bibel hat das auch gesagt, das Versprechen. Jesus war zurückgekommen. Jesus kam zurück. Und dann kam er für 2 Dinge, wenn er zurückkam. Er kam da nicht mehr aus dem Baby. Er kam da nicht mehr, das was er nu gekommen wird. Er kam für 2 Dinge. Und die Dinge, wofür er wird kommen, wirst du entscheiden. Und du nur, weil wir nächsten Sonntag noch checken. Er kam entweder die zu rechten oder die zu holen. Die einzigen 2 Dinge. Du hast nicht die 3. Option, nach was durchreden dann. Und deswegen wollte ich, weil hier so viel Information, wo Prophezeiung sich entwickelt hat, ich will die sagen, schau mal hier, der Volk Israel versteht das nicht, aber verstehst du dort, dass Jesus wird zurückkommen? Verstehst du dort? Hast du gesagt? Hast du all gecheckt, woran das Jesus kommt? Hast du all gecheckt, woran wir groß Weihnachten feiern? Wenn die Schrift sich wird für deine Jungen entwickeln, wirst du dort meinen? Oder wirst du ein Israelit sein? Wirst du ein von so sein, was Israel wird? Im nächsten Sinne werden wir uns gucken, wo das wird sein, und dann wirst du mal eine Frau stellen. Ob du das magst, oder ob du das nicht magst. Ob du das was magst, oder ob du das nicht was magst. Wenn die Bibel ist voll von Versprechungen, voll von Prophezeiungen, voll von Dingen, die an Erfüllung kommen. Ich sage nicht einer, der Prophezeiung verstehen hat, aber das ist okay. Ich kann ja nur verstehen, dass ich weiß, dass das Wahrheit ist und dass wir nicht vorbei kann. Da fällt Israel, König der vorbei. Und sie wollen bleiben oder nicht, die Rada kam, die lebt ihre Zeit und sie deuten mit dem, was geprophezeit wird, was dort passiert ist. Und die wollen einen Tag nichts tun, dass Jesus in diese Welt wird zurückkommen. Nichts. Wenn die Zeit kommt, die wird kommen, die wird passieren und die wird so passieren, als was Gott in der Heilige Schrift gesagt hat. Und die wollen keinen Unterschied tun. Was eigentlich kann tun, ist gucken, was sagt er, dort annehmen, dort leben und dort wiedergeben. Und deswegen muss ich hier viel von der Utopien. Die wollen vielleicht erst gewundert haben, wo dann so viel bloß Schrift. Und das ist wen, ich will mal wissen, uns abwägen. Geprophezeit, dort ging eine Erfüllung. Außer Fall Israel, dort will haben oder nicht. Dort passiert. Und das andere Ding von Jesus in Zurückkommen, wird auch passiert. Und dann, dass du das annehmen oder nicht. Das wird passieren. Und die Zeit kommt. Und du hast bloß ein Ding, du kannst uns reinmerken für die Zeit, wenn er zurückkommt. Ich würde fragen, wo passt das, war wir abstimmen von Gebet. Leben wir schon vor, wir kommen für dich und wir danken dir für diesen Morgen. Vor, wir danken dir für deine Genut, für dein Leben, was du für uns hast. Vor, wir danken dir ganz besonders, dass du das Licht und diese Wahrheit und das Leben, was Jesus Christus ist, dass du das in diese Welt hast lassen ankommen. Vor, ich bete bloß, dass von jeder einer, der hier von dir bin ist, dass wir wollen anfangen zu segnen, dass wir wollen unsere Horten aufmerken für dein Wort, dass wir wollen checken, was passiert ist,
Was gesagt ist worden, was eine Erfüllung gegangen ist und was kommt das, Vater. Da wir unsere Horten und unsere Seelen, unser Leben wollen reinmerken für die Zeit, wenn die Wahre kommt ist. Wir sagen das hier groß durch die Bibel. Wenn das Volk Israel das nicht will anerkennen, dass du das auch wirst, sie können da noch nichts mit tun. Da wird gesagt worden, das wird passieren und das passiert so, als was gesagt wird. Du hältst den Versprechen, du hältst das, was du gesagt hast, passieren wird. Und Vater, das ist wunderbar, das ist schön. Da wir auf dein Wort und auf die verloren können, da wir uns vertrauen 100% auf die Sachen können. Vater, ich bete, dass wenn jeder einer hier bin, wir wollen in der Bibel nachgehen, wir wollen studieren, wir wollen lernen, wir wollen kennen und sein können und erfahren können von dem kommen. Und wir wollen bereit sein zu der Zeit, wenn du kommst. Dass du wirst für uns kommen, um uns zu holen, wie wir die angenommen haben. Das ist der Unterschied. Du kennst in dieser Welt nicht, dass wir die abnehmen können, als uns Rader, uns Erlöser. Und wenn du zurückkommst, dann kommst du, um dort zu holen, was es frei geworden durch dich. Vater, ich bete, dass wenn jeder einer, der hier bin, ist, dass wir alle möchten frei sein und bereit sein für den kommen, wenn der Tag kommt. Dass wir wollen bereit sein, die zu begegnen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest, wie groß ist deine Thron. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreieiniger Gott, und gehen nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand. Vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang.